Lieber Skorpion, herzlich willkommen zu einem weiteren Video für dich. Schauen wir, was auf dich zukommt, mit was du dich beschäftigen wirst. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück bitte drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Skorpion, was kommt für den Skorpion? Vermehrtes Niesen und Halskratzen. Ein eigenes Hindernis, nennen wir es Blockade, zum besseren Verständnis, wird plötzlich erkannt und behoben. Energien werden freigesetzt. Eine neue Frequenzebene, eine neue Good Vibration. Du verkaufst dich nicht mehr unter dem Wert, lieber Skorpion. Um welches Thema geht es bitte? Du hast 3 Themenkarten, wunderbar. Richtungswechsel und ich denke, es ist für dich ein Richtungswechsel, eben wie gesagt, vielleicht aufgrund dessen, was du erkennst, was dich bisher aufgehalten hat oder von was du dich hast aufhalten lassen. Dieser Richtungswechsel, wir werden nachher genauer ins Detail gehen. Sie sagen, bisher hast du immer auf das Außen reagiert und daraufhin entschieden. Das heißt, das Außen hatte bis dato viel zu viel Einfluss auf dich, auf deinen Alltag, auf deine Gedanken, alles, was dich betrifft. Du hast dich vom Außen dorthin transportieren lassen, wo das Außen dich haben wollte. Und das darf sich verändern. Wunderbar, wir haben schon die Antwort bekommen. Plötzlich findest du dich wieder, zu sagen, ich entscheide, wo ich hin möchte, mit was ich mich beschäftigen möchte. Es ist wie, ja, ein neues Abenteuer, das du eingehst. Du siehst dein Leben als Abenteuer an, als ein neues Abenteuer, das Leben, das es zu entdecken gibt, ohne Reaktionen aufs Außen. Du wirst bemerken, dass du um einiges offener bist dir selbst gegenüber. Das heißt, dir selbst mehr erlaubst. Sie sagen, die Steuerung durch das Außen wird komplett andere Formen annehmen. Auch wird ein Portal für dich sichtbar. Sie sagen, es geht um das Wissen, dass mehr dahinter ist mit den Zusammenhängen. Gehen wir in die Details. Du bist dabei, lieber Skorpion, Berge zu versetzen. Du wirst für dich ungeahnte Höhen erklimmen. Frequenzschwingungen der Töne
werden sehr, sehr ausschlaggebend. Vielleicht beschäftigst du dich in nächster Zeit damit. Zu viele Karten. Für manche auch ausschlaggebend eine Reise zu einer üppigen Landschaft, in der du den Frieden wahrnimmst, in der du Artenvielfalt wahrnimmst, in der du vor allem Reichtum an Farben wahrnimmst. Wir beginnen, lieber Skorpion, mit einem Feuerzeichen, wieder Löwe Schütze, welcher vollkommen in eine andere Richtung blickt als du, welcher nicht gewillt ist zu verändern. Über diesen kommt die Erkenntnis, dass du vom Außen zu sehr beeinflusst bist, dich zu sehr beeinflussen lässt. Es ist der Wunsch nach Veränderung da, doch es bleibt beim Wunsch. Man kommt nicht in die Handlung. Du erkennst, dass deine Welt in dir drin um einiges bunter ist, vielfältiger, lebhafter ist als die deiner Mitmenschen. Sie sagen, du hast diesbezüglich eine Aufgabe. Deine Mitmenschen geht es in erster Linie um Anerkennung und Ansehen. Doch sofern du den Richtungswechsel für dich nicht vornimmst, ist kein Übereinkommen. Zwei Menschen agieren hinter dem Rücken. Sie planen, sie besprechen, ohne etwas darüber zu sagen. Eine Kommunikation bricht ab durch Erkennen von Unehrlichkeiten, durch Erkennen, dass man komplett auf anderen Ebenen steht. Und das Ziel nicht das Gleiche, nicht mehr das Gemeinsame ist. Du ziehst dich zurück. Doch, lieber Skorpion, es wird nicht leicht, denn man braucht dich. Man möchte antworten. Gut möglich, dass dies jemand aus der Ferne ist, welcher aber
energetisch so nah bei dir ist, sind keine guten Absichten dahinter. Das ist die Prüfung, der Test für dich, dich vom Außen nicht mehr transportieren zu lassen. Du hast große Pläne, du möchtest expandieren, doch die Prüfung liegt darin, wie gesagt, nicht mehr hineinzutunen. Warum nicht? Weil nur von deiner Energie genommen wird, deinem Wissen. Gut möglich Mitleid erregt wird, gebraucht wird, weil sich eben dieser, wir haben hier auch noch ein Erdzeichen, davon nährt. Es geht in dem Ganzen darum, lieber Skorpion, dass du dich nicht mehr herausfordern lässt, sondern ganz cool dein eigenes Ding machst. Denn erinnere dich zurück, immer wenn du dich hast herausfordern lassen, unbewusst, warst du mit allem beschäftigt, nur nicht mit deiner Richtung. Richtig? Beobachte, ohne weder Zeit, Energie und Gedanken daran zu verschwenden. Ein Löwe möchte, dass alles so bleibt, wie es ist, denn es gibt zu viel zu verlieren, wenn der Skorpion nicht mehr da ist. Schauen wir uns an, was all dies in dir auslöst, wo es gilt hinzuschauen. Die flog aber, ja. Stopp zu sagen, deiner Stimme eine Stimme zu geben, aufzustehen und das Kommunizieren lernen. Was bedeutet das? Nicht, dass du nicht kommunizieren kannst, in keinster Weise. Doch das, was du nach außen kommunizierst, ist es wirklich das, was du spürst und meinst? Oder lässt du noch zu viel Platz zur Interpretation? Oder sie sagen tatsächlich, siehst du dich als so schwach an, deine Wahrheit kundzutun? Es gibt Momente, wo du so in der Trauer bist, dass du schweigst. Mein Reizhusten, lieber Skorpion. Kommunikationsprobleme mit dir selbst. Wo du so in der Trauer bist, dass du im stillen Kämmerlein alles mit dir selbst ausmachst. Nein. Lerne zu kommunizieren. Zu sagen, was du tatsächlich meinst. Schauen wir uns den Rat der Schamanen für dich an in dieser Situation.
Sie weisen mich hier auf diese Karten hin. Auch das Bedürfnis nach Erholung ist deswegen da, weil nicht authentisch kommuniziert und gelebt wird. Weil das Außen dir auf ganz subtile Weise vermittelt, das denkst du, dass alles so zu bleiben hat, wie es ist. Das ist der Erschöpfungszustand. Lass zu, dass du veränderst, dass es sich verändern darf und du wirst sehen, der Erschöpfungszustand geht. Das Festhalten an dem, alles so wie es ist, auch wenn es nicht gut ist, doch. Das Neue könnte ja einsamer sein, schlimmer sein, apokalyptischer sein. Stattdessen, lieber Skorpion, wow, bist du allen voraus. Du weißt es nur noch nicht. Wir machen weiter im Extended, schauen uns den Rat der Schamanen an, sowie den der aufgestiegenen Meister. Eine Engelsbotschaft für dich. Bis gleich. Wir freuen uns auf dich. Ciao.